Das hier ist eine Imagination von mir. Diese Sicht von Atzweiler ist eine Mischung von dem, was ich in der Gedenkstätte gesehen habe und dem, was ich mir nach meiner Recherche zum Lager vorstelle. Bei meinen Besuchen ist mir immer wieder aufgefallen, wie planvoll, wie durchdacht die Architektur und das Gelände hier auf das systematische Quälen und Misshandeln von Menschen ausgelegt war. Weil noch Teile der Lagerbauten stehen und man das Gelände begehen kann, wirkt der Ort auch heute noch sehr beklemmend. Man bekommt hier aber auch die Möglichkeit, Details an den Bauten zu beobachten. Details, die auch heute noch sehr greifbare Anhaltspunkte für die eigene Vorstellung liefern können. Ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich mir vorzustellen versucht habe, wie das Leben hier damals gewesen sein muss. Beim Ausmaß von all der Grausamkeit hier bin ich damit aber immer wieder an Grenzen meiner Vorstellungskraft gekommen. Auch heute als Besucher betritt man die Gedenkstätte des Hochlagers durch das ehemalige Eingangstor. Dieser Bereich wirkt sehr martialisch durch seinen vielen Stacheldraht und die Scheinwerfer, in deren leere Höhlen man heute noch blickt. Er wirkt wie eine Repräsentanz des Zwanges und der Gewalt und schreit einen an, dass man hier nicht sein will. Auch die große Uhr, die es dort gab, muss bedrückend gewirkt haben. Es sollte offenbar sofort erkennbar sein, dass hier alles im Stress und auf Zeit stattfand. Die Botschaft Vernichtung durch Arbeit, dargestellt durch Architektur. Der Moment, dieses Tor das erste Mal zu durchschreiten, muss damals für die Gefangenen grauenhaft gewesen sein. Direkt in der Baracke am Eingang wartete dann eine brutale und entwürdigende Prozedur. Das Gebäude selbst wirkt äußerlich so unscheinbar wie alle Baracken. Vermutlich konnte sich keiner der neuen Insassen vorstellen, was ihn hier erwartete. Erst beim Betreten der Baracke wurde er dann mit der furchtbaren Realität konfrontiert. Es ist erstaunlich, was alles von der oberen Terrasse aus sichtbar ist. Die schöne Landschaft und die trostlose und abweisende Architektur des Lagers stehen hier in einem extremen Kontrast. Es scheint wie ein zynischer Hinweis auf die Freiheit, die einem hier genommen wurde. Man kann sie sehen, aber ist von ihr durch einen unüberwindbaren Zaun getrennt. Genauso zynisch wirkt die Tatsache, dass das Gelände lange ein beliebtes Feriengebiet war. Was früher von der Bevölkerung als erholsam und schön wahrgenommen wurde, ist zu verbrannter Erde geworden, die das Leid unzähliger Menschen repräsentiert. Wenn man in diese Beobachtung noch die prominent platzierten Galgen auf der zweitobersten Terrasse mit einbezieht,
wird klar, wie kalkuliert hier alleine optisch Unterdrückung ausgeübt wurde. Der Galgen ist ein archaisches und effizientes Hinrichtungswerkzeug. Seine charakteristische Optik wurde hier gezielt genutzt, um Angst zu verbreiten. Bis heute soll der Galgen die Anwesenden warnen und abschrecken, aber die Botschaft hat sich verändert. Was früher die Macht der Nationalsozialisten veranschaulichen sollte, soll heute an ihr grausames Erbe erinnern. Die Todeszone wirkt wie ein Sinnbild für die permanente Präsenz des Todes im Lager. Das einfache Bewegen von einer Stelle zur anderen kann den Tod bedeuten. Die Wiese, die heute in der Zone um die Zäune wächst, wirkt harmlos, wie ein normaler Rasen. Damals muss sie aber furchterregend gewirkt haben, durch die schiere Bedeutung, die ihr aufgezwungen wurde. Es ist gut vorstellbar, dass der Bereich als eine Art Hinrichtungswerkzeug genutzt wurde. Unliebsame Personen mussten einfach nur dort hineingestoßen werden, schon gab es einen vermeintlichen Grund, sie zu töten. Überhaupt schien es den Nationalsozialisten wichtig zu sein, ihre Morde in irgendeiner Form zu legitimieren. Es gehört zur grausamen Realität des KZ-Systems, dass das psychische Wohl der TäterInnen durch solche vermeintlichen Legitimationen geschützt werden sollte. Feige hinter großen Scheinwerfern versteckt, warteten die Täter in den Wachtürmen auf den nächsten Anlass zu töten. Mehrere Zeugen der Vergangenheit des Lagers beschreiben den permanent glühenden Kamin des Krematoriums als furchteinflößend und abstoßend. Zusammen mit dem Geruch von verbranntem Fleisch muss es unerträglich gewesen sein. Eine dauerhafte Erinnerung daran, dass der eigene Körper früher oder später den Weg durch den Kamin finden wird. Der Mensch wird hier zur Ware. Wie bei einem Tier werden alle wertvollen Teile eines Körpers verwertet, ob als Handelsware oder als vermeintliches Andenken für Angehörige. Die völlige Objektifizierung eines Menschen. In der Gedenkstätte ist die ehemalige Aschengrube zu einem Grabmal umgestaltet worden. Und nichts außer ihrer Position sieht aus wie während der Zeit des Konzentrationslagers. Es übersteigt die Möglichkeiten der eigenen Vorstellung, sich hier eine stinkende Halde mit Abfällen und menschlichen Überresten vorzustellen. In der heutigen Gedenkstätte wirken die Räume im Arrestbunker kühl, aber sauber, eng, aber hell. Es scheint unvorstellbar, wie es hier gewesen sein muss, wenn die Türen verschlossen, die Lichter gedimmt und die Luft stickig war. Der Platz in der Zelle fühlt sich für eine einzelne Person ziemlich eng an. Schwer vorzustellen, dass hier bis zu 19 andere Personen mit in den Raum gepfercht wurden. Die Bedingungen der Unterbringung hier alleine waren Folter, wenn man bedenkt, welche abstoßende Wirkung das Gebäude auch noch im heutigen, aufgearbeiteten Zustand hat. Besonders fällt in den Zellen ein spezielles Detail auf. Die kleinen Fenster sind weit oben, knapp unter der Decke angebracht. Selbst stehend ist es unmöglich, Blicke zwischen drinnen und draußen auszutauschen. Als zusätzliche Folter wurden die Fenster auch oft ganz verschlossen und die ganze Zelle ins Dunkel gehüllt. Aber auch wenn die Fenster nicht verschlossen und verdunkelt waren, wurde so Licht und Kontakt zur Außenwelt bis ins Unerträgliche unterbunden. Intensiviert wird diese beklemmende Stimmung dann noch, wenn man die kleinen Schächte neben den Türen mit einbezieht. Ein Gefängnis im Gefängnis im Gefängnis.
Auch heute kann man sich selbst noch in die Nischen stellen und in nur wenigen Sekunden fühlen, wie eng und unbequem sie sind. Was man nicht kann, ist sich vorzustellen, dass man hier mehrere Tage eingesperrt war, unter Krämpfen auf den Tod wartend. Aber gerade diese Momente, wenn man versucht, der damaligen Realität hier näher zu kommen, zeigen einem eindrücklich, dass mehr als ein schwacher Eindruck, eine Vorstellung davon nicht möglich ist. Auch diese Beobachtungen sind nur winzige Ausschnitte aus einer unglaublich großen Masse an zynischen, architektonischen Details im Lager. Es wäre eine schier endlose Aufgabe, jedes kleine Detail, jede kleine Grausamkeit zu untersuchen und wahrzunehmen. Über Jahre hinweg gab es hier solches Leid, dass jeder Fleck Erde hier eine furchtbare Geschichte hat. Was hier in Natzweiler Struthof und allen anderen Konzentrationslagern geschah, sollte jeden daran erinnern, dass eine demokratische, menschenwürdige Gesellschaft nicht selbstverständlich ist. Die perfiden Details und die allgegenwärtige Gewalt offenbaren eine fanatische Überzeugung dahinter, die auch heute noch besteht und bekämpft werden muss, damit Geschehnisse wie die in Natzweiler Struthof nie wieder stattfinden.